Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen und vielleicht haben ein paar von euch ein Déjà-vu, denn es geht mal wieder um das Thema Shimming. Ich habe euch bereits vor fünf Jahren ungefähr oder vor 5, 6 Jahren bereits 2 Videos gemacht zu diesem Thema. Einmal das normale Shimming und dann einmal Shimming Bevel to Pinion. Also beziehungsweise Motor korrekt einmal einstellen. Das war, wie gesagt, das waren 2 separate Videos. Und heute möchte ich einfach mal im Jahr 2022 die Zeit nochmal nutzen, da ich gerade an dem Projekt einmal dran bin, und möchte ebenfalls euch nochmal ein geupdatetes Video einmal zu diesem Thema bringen. Denn Shimming ist eigentlich das A und O, wenn es um das Thema Klangbild einmal geht. Bedeutet, passt die Motoreinstellung nicht, hört sich die Knifte Kacke an. Passt Shimming nicht, hört sich die Knifte Kacke an. Und dementsprechend, wie gesagt, viele von euch wollen die SAEG vom Klang so schön wie möglich einmal haben. Denn keiner möchte eine SAEG spielen oder eine AEG spielen, die da kreischt wie Hölle. Das hört sich einfach bescheiden an und dementsprechend spielen auch viele eine HPA oder eine GBB. Wie ihr aber in den Reviews bereits einmal mitbekommen habt, gibt es auch mittlerweile SAEGs, wo das Shimming einfach passt oder die Zahnradeinstellung, die sich sehr gut anhören können. So, und dementsprechend dachte ich mir, ich mache euch jetzt einfach nochmal so ein geupdatetes Video, ein aktuelles Video und werde eben diese Punkte nochmal Schritt für Schritt einmal mit euch durchgehen. Damit auch ihr später einmal zum Beispiel bei einer Wartung mal hergehen könnt, euer Shimming prüfen könnt oder die Einstellung eben prüfen könnt und gegebenenfalls vielleicht euer Klangbild etwas verbessern könnt. Das Thema Shimming hat setzt einen Punkt voraus und das ist das Thema Zeit. Bedeutet, nehmt euch die Zeit, ihr müsst sauber arbeiten, ihr müsst genau arbeiten und hudelt nicht. Wenn ihr hudelt, geht's in die Hose. Kennt ihr das irgendwo her? Nein. Also, wie gesagt, Thema Shimming im Jahr 2022 nochmal aufgerollt und nochmal für euch Step für Step richtig schön einmal im Detail erklärt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also Leute, gehen wir es an. Thema Shimming im Jahr 2022 nochmal in einem Technikvideo schön zusammengefasst für euch, damit ihr das Ganze einfach Step für Step einmal nachmachen könnt. Wie gesagt, die alten Videos sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, Kamera war noch nicht ganz so gut und auch das Ganze eben aufgeteilt, einmal Shimming und einmal Bevel to Pinion, war nicht ganz optimal. Dementsprechend hier nochmal brandaktuell, Jahr 2022, nochmal eine schöne Anleitung für euch. So, ihr seht zunächst mal, ich habe für euch eine E&L V2 Gearbox einmal vorbereitet. Die hat schon einige tausend Schuss durch. Habe ich jetzt für das Video aber einmal grundsaniert. Bedeutet einmal komplett alles rausgebaut, alles gereinigt mit Bremsenreiniger, schön alles sauber gesprüht und zum Schluss dann nochmal später mit ein bisschen WD-40 einmal drüber geputzt. Warum WD-40? Klar, Bremsenreiniger bitte draußen verwenden, nicht wirklich gesundes Zeug. Mit Bremsenreiniger, wenn ihr die Gearbox sauber macht, da bekommt ihr zwar das ganze Öl und das ganze Fett, bekommt ihr alles wunderbar raus. Danach sieht die Gearbox aber so staubig, so gräulich aus. Habt ihr so eine ganz leichte, Staubschicht nicht, aber sie sieht einfach irgendwie komisch aus. Dementsprechend nehme ich bei so einem Zeug immer, wenn Bremsenreiniger drauf war, nehme ich einfach noch ein bisschen WD-40 her, sprühe da noch ein bisschen WD-40 drauf und gehe dann mit dem Mikrofasertuch überall nochmal schön drüber. Und durch dieses WD-40 kommt einfach die Originalfarbe einmal wieder zum Vorschein. Das könnt ihr auch bei einer Knifte machen, die wirklich versifft ist. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwas mit Bremsenreiniger sauber macht, einfach WD-40 drüber, nochmal mit Mikrofasertuch und fertig. Dann sieht das Zeug aus wie neu. So, also ihr benötigt auf jeden Fall eure Gearbox. Und diese sollte wie bei mir einmal komplett demontiert und sauber sein. Bedeutet EFCS raus, Tabletblade raus, alles was drin ist, komplett einmal raus. Letztendlich sollten nur einmal eure Buchsen oder eure Lager einmal drin verbaut sein. Bedeutet, hier einmal die aktuelle Lagerkonfiguration. Da hat mir auch der Bronco einen kleinen Tipp gegeben. Das werden wir heute auch entsprechend so umsetzen. Ihr seht jetzt hier von der Kombination etwas, minimal so ein bisschen anders wie sonst immer. Bedeutet, wir verwenden jetzt hier einmal am Sektor Gear 2-mal Stahllaufbuchse, da hier einfach sehr viel Last einmal drauf kommt. Dementsprechend Sektor Gear 2-mal Stahllaufbuchse. So, dann am Spur haben wir einmal im unteren Bereich Stahllaufbuchse, bedeutet da, wo letztendlich unten der Zahnkranz ist. Ebenfalls hier steht sehr viel Last an, verwenden wir einmal Stahllaufbuchse. Und dann im oberen Bereich, wo letztendlich nur Gear geführt wird sozusagen, da langt uns problemlos ein Kugellager einmal aus.
So, und dann jetzt eben hier eine kleine Änderung. Normalerweise am Bevel habe ich im Regelfall immer zweimal Kugellager verbaut. Aufgrund der Scherkräfte, aber da wir hier natürlich ein Kegelrad mit einem Winkel haben, wird hier im unteren Bereich ein Kugellager verbaut und dann im oberen Bereich eine Stahllaufbuchse. Das möchte ich euch ganz kurz erklären. Wenn ihr euch das Kegelrad oder euer Bevel mal anschaut, dann habt ihr eben hier einmal euer Kegelrad, beziehungsweise das Ganze läuft, wenn das so drauf schaut, hier einmal im Winkel. Bedeutet, wenn hier dann später einmal das Pinion vom Motor reingreift und hier die Kraft übertragen wird, dann drückt es euch automatisch einmal das Bevel nach oben weg. So, und dementsprechend, um diese Scherkräfte eben ausgleichen zu können, verwenden wir hier heute einmal die Stahllaufbuchse. Denn wie gesagt, hier dagegen wird das Bevel automatisch immer dagegen gedrückt. Und wenn man hier ein Kugellager verwendet, dann kommt eben relativ viel Last einmal auf den Kugelkäfig innen drin, beziehungsweise auf die Kugeln selbst. Und dann kann es passieren, dass es einfach nach außen gedrückt wird, der innere Ring sozusagen vom Kugellager. Dementsprechend heute etwas anders konfiguriert am Bevel unten. Bedeutet einmal unten Kugellager und im oberen Bereich dann einmal eine Stahllaufbuchse. Als nächstes brauchen wir dann einmal unseren Motor. So, und beim Motor kommt es auch ein bisschen drauf an, wenn ihr jetzt andere Gears verwendet, wenn eure Gears kaputt sind oder so, oder ihr einen Motor tauscht, dann solltet ihr auch darauf achten, dass das Pinion Gear, was ihr hier vorne verwendet, zu euren Gears oder zu eurem Bevel einmal kompatibel ist. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr das Ganze einfach mal so aneinander haltet, relativ gerade, da seht ihr das schon vom Auge her, ob der Winkel passt oder ob der Winkel nicht passt. Kleines Beispiel, würde ich jetzt hier einen G&G Motor nehmen mit einem Original G&G Pinion Gear, dann würde man sehen, dass das Pinion Gear im hinteren Bereich etwas größer ist. Bedeutet, da ist der Winkel bei G&G sowie auch bei Ares ein kleines bisschen anders. Und dann kommt es auch immer darauf an, was für ein Gearset verwendet ihr. Passt gut zusammen, passt weniger gut zusammen. Denn wenn es nicht gut zusammenpasst, passt einmal Bevel und Pinion, dann bekommt ihr, auch wenn ihr gut schimmt, bekommt ihr trotzdem so ein kleines Kreischen drauf. Also diese beiden Komponenten bzw. der Winkel muss bei beiden einmal übereinstimmen am besten. Und natürlich die Zahnteilung sowieso, aber das ist Standard. So, also hier ein kleines bisschen beachten. So, jetzt fangen wir an und wir nehmen erstmal den Motor her und stopfen uns den hier unten einmal in unseren demontierten Pistolengriff einmal rein. Das ist je nach Pistolengriff ist es ein bisschen unterschiedlich. Meistens habt ihr eben die Motorplatte unten vorne und hinten verschraubt. Bei dem jetzt hier, was ich hier habe, diese Kublai, da wird das Ganze einfach nur runtergedrückt, da oben ein bisschen ausgerichtet und dann hier hinten letztendlich einmal verschraubt. So, der passt schon mal nicht. Der passt. So, und dann ist der Motor jetzt zunächst einmal im Pistolengriff schon mal installiert. Wie gesagt, im Regelfall bei normalen Griffen habt ihr die Verschraubung einmal hier im vorderen Bereich und einmal hier im hinteren Bereich drin. Müsst ihr eben Schrauben lösen, Motor raus, Motorplatte raus und dann könnt ihr das Ganze wieder so einmal installieren. Wenn ihr dann von unten mal auf euren Pistolengriff drauf schaut, habt ihr im mittleren Bereich oder ein bisschen versetzt, je nachdem, habt ihr hier einmal die Motoreinstellschraube. Bedeutet hier bei dem Pistolengriff einmal diese große Messingschraube. Und da seht ihr bereits, hier habe ich bereits etwas Schraubensicherung aufgebracht, denn es ist unbedingt wichtig bei einer SAEG, wenn der Motor sauber eingestellt ist, muss die Schraube gesichert werden. Ist auch je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Manche Schrauben halten wirklich sehr gut. Es gibt aber auch Hersteller, da sitzt die Schraube sehr lose drin und dann kann sich die verstellen. Bedeutet, die schraubt sich automatisch von alleine Stück für Stück immer ein kleines bisschen raus. Und irgendwann fängt die Knifte an zu kreischen. Dementsprechend zunächst mal für euch wichtig, immer die Schraube einmal sichern unten. So, und über diese Schraube könnt ihr letztendlich im inneren Bereich den Motor in der Länge einstellen. Bedeutet, schraubt ihr die Schraube weiter rein, kommt hier im oberen Bereich einmal euer Pinion Gear etwas weiter raus. Schraubt ihr die Schraube weiter raus, geht es wieder ein kleines bisschen weiter runter das Ganze. Und hier müssen wir jetzt zunächst einmal dann den Abstand von unserem Pinion Gear zu unserem Bevel Gear letztendlich einmal einstellen. Wir beginnen also einmal mit unserem Bevel. Das ist quasi einmal unser Kegelrad, das ganz unten einmal reingehört. Das ist dieses hier. So, und das muss hier einmal rein, wo einfach unten jetzt einmal dieses Kugellager ist. So, und da fällt uns aber zunächst einmal auf, wenn wir jetzt bei E und L einmal die Lagerung vergleichen, dann fällt uns auf, dass einmal das Kugellager vom Bevel unten komplett einmal sauber und plan drin sitzt und einmal die Stahllaufbuchse vom Spur Gear
letztendlich hier ein kleines bisschen erhöht ist. Bedeutet hier das Ganze nicht plan einmal in der Gearbox, habt ihr so einen kleinen Versatz von ca. 0,2 mm und dann wiederum die Stahllaufbuchse vorne am Sektor, die ist wiederum plan. Bedeutet hier sitzt bei der E&L sitzt einfach das Spurgear von Haus aus aufgrund der Lagerung schon einmal 0,2 mm höher. Bedeutet, das müssen wir definitiv einmal ausgleichen. Wichtig zu wissen, das Spurgear ist immer das Gear oder das Zahnrad, welches am tiefsten in der Gearbox einmal drin sitzt. Die anderen beiden, zum Beispiel das Bevel sowie auch das Sektor, die sollten dann um ca. 0,1 etwas höher sein. Wie gesagt, wir schauen uns einfach alles im Detail an und beginnen zunächst mal im unteren Bereich unser Bevel Gear jetzt einmal sauber einzuschimmen. So, da könnt ihr erstmal im unteren Bereich recht grob zur Sache gehen. Bedeutet, ich verwende hier im Regelfall am Anfang immer erstmal eine 0,5er. Also 0,5 mm Schimmscheibe unten einmal aus Bevel drauf oder aus Bevel. Und dann stecken wir uns das einmal hier bereits rein, einmal einmal ins Lager. So, jetzt ist das Ganze verbaut. Jetzt können wir schon mal hergehen und können die zweite Hälfte von der Gearbox nehmen und die einfach mal oben drauf stecken. So, schauen, dass es sauber sitzt. Und jetzt testen wir einfach mal, wie es jetzt aktuell ausschaut. Bedeutet, wir fangen jetzt nicht sofort an, irgendwie zu verschrauben, sondern ganz grob erstmal gehen wir hier unten rein. Bei manchen Gearboxen ist es auch ein bisschen schöner, da könnt ihr hier vorne reingehen, habt ein Fenster drin. Das ist bei E&L leider nicht der Fall. Bedeutet, bei E&L gehe ich einfach hier unten, wo der Motor reingeht, einmal rein und drücke das Bevel einmal nach oben. Da sehen wir, dass wir jetzt hier schon noch sehr, sehr viel Luft oder sehr, sehr viel Spiel einmal drin haben. Bedeutet, wartet mal, ich drehe es mal ein bisschen auf die Seite, vielleicht könnt ihr es dann besser erkennen. Hier seht ihr einfach, dass wir links, rechts noch sehr, sehr viel Luft einmal drin haben. Und das geht so selbstverständlich nicht. Dementsprechend nochmal aufmachen das Ganze und wir fügen jetzt einfach im oberen Bereich, ja, vielleicht nochmal eine 0,5er dazu. Schauen wir mal einfach. Nochmal grob einfach eine 0,5er oben drauf. Bedeutet, wir haben jetzt 0,5 unten und 0,5 im oberen Bereich. Schauen wir uns das Ganze eben nochmal an. Gehen nochmal her. Bis jetzt immer noch nichts zusammenschrauben. Ihr könnt ein bisschen drücken. Aber wie gesagt, das Finale machen wir dann einmal, ja, dann später oder jetzt dann gleich. So, jetzt sehen wir, jetzt wird schon deutlich weniger. Aber wir haben immer noch einen Hauch Spiel einmal drin. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Bedeutet, ihr müsst immer beachten, wenn ihr das im nicht zusammengeschraubten Zustand testet, dann habt ihr prinzipiell schon mal immer einen Hauch mehr Spiel. Bedeutet, geht immer davon aus, dass wenn ihr alle Schrauben reinmacht, dass das Ganze einfach ein bisschen gequetscht wird und dementsprechend die Schimmung vielleicht verloren geht oder eben überschimmt ist. So, wir haben also noch ein kleines bisschen Luft. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, daher wir hier so einen krassen Versatz von 0,2 mm haben vom Spur zum Bevel, würde ich sagen, wir fügen jetzt einfach mal im unteren Bereich nochmal eine 0,1er dazu. Bedeutet, hier haben wir dann eine 0,5er unten und ebenfalls eine 0,1. 0,1 ist das kleinste, was es gibt und solche solltet ihr euch definitiv einmal besorgen, wenn noch nicht vorhanden. So, und also eine 0,1er, entsprechend haben wir jetzt unten 0,6 und oben 0,5. So, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Immer noch ein kleines bisschen, da würde fast sogar noch mal ein bisschen mehr gehen. Bedeutet, wir gehen jetzt mal her und machen jetzt die 0,1er unten noch mal raus. Die 0,5er lassen wir und ersetzen jetzt, kleine Schimmge hier, und ersetzen jetzt letztendlich einmal die 0,1er durch eine 0,2 mm Shim. So, das ist auch sehr schön bei diesen Begadi-Shims. Da steht es auch wunderbar drauf, welche Größe das jetzt gerade ist. Weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall steht es drauf. Das ist recht komfortabel, wie ich finde. Gerade wenn man einfach alle zusammengeschüttelt hat. So, dann setzen wir das Ganze nochmal ein. Und jetzt haben wir quasi 0,7 im unteren Bereich. Das hört sich jetzt viel an, aber das ist noch vollkommen in Ordnung. So, 0,7 unten, 0,5 oben. Schauen wir nochmal ganz kurz. Jetzt sitzt schon relativ Press drin. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir hier so gut wie kein Spiel mehr oder gar kein Spiel mehr. Jetzt müssen wir definitiv mal anfangen und müssen das Ganze im zusammengebauten bzw. im zusammengeschraubten Zustand uns ebenfalls nochmal anschauen. Denn es kann natürlich jetzt sein, dass diese 0,2 ein bisschen zu viel waren. Bedeutet, dann müssen wir die wieder ersetzen und gehen wieder runter auf eine 0,1er. So, wir schrauben also die Gearbox jetzt ein kleines bisschen zusammen, nehmen ein paar Schrauben her, damit das Ganze ordentlich einmal gequetscht wird.
Wie viele Schrauben ihr da verwendet, ja gut, das müsst ihr gucken. Also ich verwende normalerweise nur die unteren. Bedeutet hier vorne den Bereich, die da hinten und die unteren. Manche schrauben es auch noch hier oben zusammen. Mache ich im Regelfall normalerweise nicht. So, jetzt muss man eben gucken, wie gesagt, jetzt ist das Ganze verschraubt. Jetzt muss man gucken, dass das Kegelrad bzw. das Bevel so leicht wie möglich läuft. So, und wenn wir hier hinschauen, dann können wir dieses nicht wirklich ordentlich einmal drehen. Bedeutet, da kommt bereits zu viel Reibung einmal drauf. Also es läuft nicht frei dementsprechend. Also, es war ein kleines bisschen zu viel. Dementsprechend wieder lösen, schrauben wieder auf und im unteren Bereich die 0,2 mm wieder raus und eine 0,1 rein, damit wir im zusammengebauten Zustand das Ganze wieder einmal ausgleichen können. So, jetzt da die Shim ersetzt, jetzt quasi 0,6 unten, 0,5 oben. Jetzt können wir nochmal testen, alles ist zusammengeschraubt. Versuchen wir mal, das Bevel nach oben zu drücken. Jetzt haben wir hier nur ganz minimalsten Hauch Spiel einmal drin, so gut wie gar nichts. Wenn wir aber jetzt das Bevel Gear einmal anschucken, wenn ich da jetzt irgendwie mal reinkommen würde in die Gearbox, dann sehen wir, dass es wunderbar läuft und schön leichtgängig läuft. Dreht auch weiter, daher das Ganze aber jetzt nicht geschmiert ist, sondern trocken läuft, hört sich natürlich ein kleines bisschen bescheiden an. Bedeutet, wenn das Ganze dann später noch geschmiert und gefettet wird, dann hört ihr dieses Reiben, was ihr da jetzt habt, hört ihr dann letztendlich nicht mehr. So, also das ist perfekt einmal eingeschimmt. Jetzt werdet ihr euch denken, okay, ja, easy, gut, machen wir so, das war es jetzt schon. Nein, das war letztendlich nur jetzt einmal die Vorbereitung, damit wir wissen, wie viel Gesamthöhe wir letztendlich einmal auftragen können. Bedeutet, wir haben unten 0,6 und im oberen Bereich 0,5. Bedeutet, letztendlich können wir 1,1 mm Shims einmal verwenden, insgesamt. So, und jetzt geht es aber darum, dass wir quasi die Schimmung oder die Höhe von diesem Bevel Gear zu unserem Motor einmal sauber einstellen. Bedeutet, wir haben jetzt hier unseren Motor einmal in den Pistolengriff einmal rangebaut. Und jetzt gehen wir her und stecken uns das Ganze einmal so drauf. So, und ja, wie gesagt, ich kann es jetzt ein bisschen schlecht heben vor der Kamera. Im Regelfall hebt ihr das Ganze einfach so, also gerade, und schaut dann von der Seite rein. Das ist jetzt hier bei mir vor der Kamera eben leider nicht möglich. Aber ich versuche es euch dennoch mal ein bisschen so zu zeigen und ich hoffe, man kann es erkennen. Wartet mal, ich habe hier doch noch eine Funzel rumliegen. Ha, passt mal auf, wir machen es einfach so. So, jetzt passt mal auf. Jetzt können wir das doch ein bisschen schöner zeigen. So, jetzt seht ihr hier quasi einmal euer Pinion Gear vom Motor einmal rauskommen und im oberen Bereich einmal euer Kegelrad. Und hier müsst ihr jetzt zunächst mal gucken, dass die Einstellung vom Motor bzw. die Motorhöhe einmal sauber passt. Bedeutet, ihr seht, dass quasi das Pinion Gear vollständig in das Bevel letztendlich einmal reingreift. Bedeutet, es sitzt nicht zu tief, sondern es greift letztendlich mit der gesamten Fläche jedes einzelnen Zahns sauber in das Bevel Gear einmal rein. Ist das Ganze zu weit draußen, dann müsst ihr jetzt den Motor ein kleines bisschen weiter reinschrauben von unten. Den Motor quasi so einstellen, dass es richtig schön bündig miteinander abschließt, damit also einfach das Pinion Gear richtig sauber einmal in das Bevel Gear einmal reingreifen kann. So, und wenn ihr das dann eingestellt habt, dann kommt es jetzt eben darauf an, dieses Bevel Gear einmal sauber einzuschimmen. Bedeutet letztendlich, wir haben einmal unseren Motor einmal eingestellt, der passt jetzt schon mal, aber die Schimmung passt zwar jetzt zur Gearbox, aber es ist noch nicht gewährleistet, dass die Höhe einmal sauber zu dem Zahnrad bzw. zu dem Pinion Gear einmal passt. Dementsprechend machen wir das Spiel jetzt einmal nochmal. Wir schrauben das Ganze jetzt wieder einmal zusammen. Da langt es jetzt, wenn der einfach im unteren Bereich die zwei Schrauben einmal anzieht. Denn mehr müssen wir jetzt hier einfach nicht prüfen. So, einmal festziehen das Ganze. Und dann steckt ihr letztendlich den gesamten Pistolengriff zusammen mit dem Motor richtig schön kräftig hier unten einmal an die Gearbox hin. Und es geht je nach Gearbox. Und je nach Pistolengriff geht es ein bisschen einfacher oder eben nicht so einfach. Wie gesagt, das ist kein Original E&L Pistolengriff, das ist ein Kublai und entsprechend musste ich den relativ stark einmal draufpressen. Wichtig ist es, wenn wir jetzt einmal unser Zahnspiel kontrollieren, dass der Pistolengriff so fest wie möglich an der Gearbox sitzt. Wenn ihr gut seid, dann könnt ihr einfach mit Schmackes einmal hinpressen, gerade. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht den Motor nochmal raus,
verschraubt den Pistolengriff mit der Gearbox und installiert dann wieder den Motor. Muss ich jetzt nicht machen, denn wie gesagt, man muss das so stark drauf pressen, diesen Kublai. Und der sitzt jetzt quasi richtig schön press einmal an der Gearbox dran. So, und jetzt müssen wir einmal das Zahnspiel kontrollieren. Bedeutet, wir müssen jetzt uns einen Durchgang suchen oder ein Loch suchen, wie wir jetzt zum Beispiel mit einem kleinen Bit oder irgendwas unser Bevel Gear einmal anschucken können oder ein kleines bisschen bewegen können. Und hier muss ich sagen, das ist jetzt bei dieser E&L Gearbox nicht ganz so schön. Normalerweise bei einer V2 habt ihr, wie gesagt, hier vorne so ein großes Fenster einmal drin. Und da könnt ihr wunderbar einmal reingehen und gucken, wie viel Zahnspiel ihr einmal drauf habt. Ihr könnt also hier vorne rein und sozusagen das Bevel Gear ein kleines bisschen hin und her wackeln. So, das ist jetzt aber bei E&L leider nicht möglich. Entsprechend muss ich hier einmal seitlich durch dieses kleine Mini-Loch einmal durch und quasi reingucken und schauen, wie viel Zahnspiel ich hier einmal drauf habe. So, ich kontrolliere das Ganze mal und ich habe ein kleines bisschen. Das könnte aber minimal ein bisschen mehr einmal sein. Bedeutet, ihr solltet das Zahnspiel so fein wie möglich einstellen, aber auch nicht zu groß. Das ist ein bisschen Erfahrung. Was heißt fein? Fein heißt, dass zum Beispiel es Bevel Gear von mir aus 0,1 oder 0,2 maximal sich minimal ein kleines bisschen hin und her bewegen kann, bevor letztendlich das Ganze ins Pinion reingreift. Wenn ihr jetzt natürlich euer Bevel Gear da irgendwie einen halben Millimeter hin und her drehen könnt, bevor überhaupt das Ganze übers Pinion Gear blockiert wird, dann ist es viel zu viel Zahnspiel. So, bei mir ist relativ wenig Zahnspiel, es müsste aber rein theoretisch sogar noch ein kleines bisschen passen. Ja, jein. Wisst ihr was, wir gehen glaube ich unten auf 0,2, das machen wir am besten. So, bedeutet, ich habe jetzt in diesem Zustand etwas zu wenig Zahnspiel einmal drin. So, jetzt muss ich erstmal den Pistolengriff wieder einmal wegbekommen. Und wie gesagt, das sitzt bei dem Modell wirklich, oder bei dem Kublai ultra fest. So, jetzt ist er weg. So, bedeutet, wir schrauben das Ganze jetzt erneut einmal auf und müssen jetzt letztendlich, da ich einfach ein bisschen zu wenig Zahnspiel einmal drin habe, müssen wir mit dem gesamten Bevel minimalst einen Hauch höher kommen. Die Gesamtschimmung, was wir maximal verwenden können, haben wir vorhin bereits einmal festgelegt. Bedeutet, ihr wisst, wir haben hier oben eine 0,5er drauf und unten eine 0,5er plus eine 0,1er. Bedeutet unten 0,6, oben 0,5. Jetzt gehen wir einfach her und machen uns hier oben die 0,5er machen wir uns runter. Die ersetzen wir durch eine 0,4, wenn ich eine finde. Hier ist eine, Moment. So, 0,4 und jetzt haben wir ja letztendlich im unteren Bereich wieder 0,1 gewonnen. Bedeutet, wir können jetzt letztendlich hergehen und können einmal diese 0,1er, die wir unten drauf haben, die können wir jetzt wiederum ersetzen durch eine 0,2er, da wir einfach hier unten etwas gewonnen haben, da wir die obere einfach getauscht haben. So, also eine 0,2er jetzt unten. Entsprechend jetzt eben das Ganze ein ganz kleines bisschen höher geschimmt. Und wenn wir höher kommen, kommen wir natürlich entsprechend auch ein bisschen weiter weg vom Pinion Gear. Bedeutet, wir haben minimal ein bisschen mehr Spiel drin. So, und jetzt letztendlich das Ganze noch einmal von vorne. So, dann das Ganze noch einmal. Wie gesagt, jetzt sind wir ein kleines bisschen weiter weg. Und jetzt, da habe ich hier ein kleines bisschen Zahnspiel einmal drin. Vielleicht kann man es ein bisschen am Kugellager erkennen. Bedeutet, ich kann das gesamte Bevel Gear minimal ein kleines bisschen bewegen, bevor es ins Pinion Gear einmal reingreift und sozusagen gebremst wird über den Motor. Also hier jetzt einen ganz kleinen Hauch einmal Zahnspiel vorhanden und genau so würde ich das Ganze einmal lassen. So, und dementsprechend habt ihr jetzt einmal Bevel zum Pinion Gear einmal sauber eingestellt. Und das ist auch eine sehr wichtige Einstellung, denn hierüber wird zum größten Teil entschieden, wie sich eure Knifte anhört. Passt das Zahnspiel nicht, kreischt die Knifte wie Sau. Schraubt ihr oder habt ihr zu wenig Zahnspiel drin, dann nehmt ihr am Pistolengriff oder beim Schussgeräusch eher so ein bisschen so ein Reiben wahr. Also es hört sich so, wie sich halt Zahnräder anhören, die reiben. Habt ihr zu viel Zahnspiel drin, dann fängt die Knifte eher an zu kreischen und wird ein bisschen heller vom Ton her. Könnt ihr euch vielleicht auch ein kleines bisschen dran orientieren.
Also so ist das Ganze eingestellt. Wie gesagt, wichtig, Motorhöhe einstellen, damit das Pinion Gear vollständig einmal ins Bevel reingreift und sauber anliegt außen. Und dann eben das Bevel Gear so hochschimmen, bis ihr minimals Zahnspiel einmal drin habt. Und dann passt das Ganze, wie gesagt, perfekt. So, dann geht es einmal weiter mit dem Spurgear. Jetzt müssen wir natürlich beachten, wie vorhin schon angesprochen, dass wir hier eben einen Versatz haben. Den Versatz, ja, viele werden es wahrscheinlich einmal schätzen müssen. Wenn ihr einen Messschieber habt, dann nehmt ihr den Messschieber und messt euch diesen einmal raus. Bedeutet einmal unten Tiefenlehre ausfahren oder Tiefenschieber rausfahren, hier einmal aufsetzen und einmal rausmessen. So, und ihr seht, wir haben hier einen stolzen Versatz von 0,5 mm. Bedeutet letztendlich kommt dieses Lager hier 0,5 mm weiter raus, wie letztendlich einmal unser Kugellager hier im unteren Bereich. Wir wissen aber jetzt natürlich, dass wir unten am Bevel gerade 0,7 mm einmal verwendet haben. Bedeutet, würden wir jetzt hier einen 0,2er aufbringen, dann wären wir ebenfalls auf 0,7 mm. Ich habe euch aber vorhin schon gesagt, das Spur muss so tief wie möglich einmal in der Gearbox drin sein, damit ihr einfach kein Reiben zwischen den Gears einmal drauf bekommt. Das kann ich euch hier vielleicht mal so demonstrieren. Bedeutet, würdet ihr jetzt einmal euer Spur zu hoch schimmen, dann liegt das Sektor einmal hier auf dieser Fläche hier einmal auf. Und auch dann kommt es zu Reiben und ein bisschen Kratzen und zu einer Bremswirkung. Dementsprechend muss es Spur minimals ein bisschen tiefer sitzen, wie einmal euer Sektor und ebenfalls wie euer Bevel letztendlich, damit eben das hier nicht einmal aufliegt. Dementsprechend würde ich auch sagen, gehen wir nur auf eine 0,1er, bedeutet 0,1 mm unten und den Rest packen wir uns komplett einmal oben drauf. Dementsprechend sind wir dann hier eben mit diesem Versatz bei 0,6 mm. Und unser Bevel ist eben 0,7 hoch. Bedeutet ein kleines bisschen höher, wie dann letztendlich einmal unser Spur. Also einmal eine drauf, 0,1 unten, ist auch locker ausreichend in den meisten Fällen. Dann setzen wir das Ganze einmal zusammen und dann können wir mal gucken, wie viel wir da oben noch drauf packen müssen. Bedeutet, ich gehe jetzt auf die gegenüberliegende Seite und drücke mal das Ganze rüber. Und da seht ihr vielleicht, wartet mal, ich mache es mal scharf. So könnt ihr es einmal sehen, dass wir jetzt im nicht zusammengeschraubten Zustand hier sehr, sehr viel Spiel einmal drin haben. Bedeutet, das Ganze kommt relativ weit einmal rausgefahren. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, vielleicht langt uns eine 0,5er, ansonsten müssen wir direkt auf eine 0,7 gehen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine 0,5er her, testen das Ganze nochmal. Also 0,5er einmal drauf, nochmal kurz ein bisschen zusammendrücken. Nochmal testen, na, das langt nicht. Dementsprechend nochmal die 0,5er runter und wir machen uns hier direkt einmal eine 0,7 drauf. Das sind auch ziemlich die größten Shims, die ich einmal da habe. 0,7 mm. Einmal oben drauf, dann wieder einmal aufsetzen, auch noch nicht zusammenschrauben, erstmal wieder testen. Langt immer noch nicht. Bedeutet, wir können es auch mal uns so anschauen, wenn wir einmal unser Bevel noch mal ganz kurz einsetzen unten, dann können wir auch, wenn wir schräg reinschauen, können wir die Höhe uns ein bisschen anschauen. So, und das ist bei den Gears, und bei diesen Silverline Gears ist es gar nicht so verkehrt. Bedeutet, wir können sogar mit dem Spur noch ein bisschen höher einmal gehen. Bedeutet, wir machen uns die beiden hier wieder raus, die gehören zum Bevel Gear. Und dann nehmen wir letztendlich die 0,1er auch mal weg und nehmen hier eine 0,2 mm im unteren Bereich, damit wir einfach noch ein bisschen Höhe einmal gewinnen. 0,2, so, dann haben wir 0,7 oben. Und jetzt müsste es dann langsam schon einmal knapp werden. Schauen wir mal nochmal. Ist immer noch relativ viel. Bedeutet, wir packen uns nochmal eine 0,2er oben drauf. Und dann müssten wir es jetzt eigentlich langsam haben. So, nochmal eine 0,2er. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier nur noch einen Hauch Spiel einmal drin und entsprechend auch hier wieder einmal testen. Bedeutet sämtliche Schrauben einmal rein und gucken, wie sich einmal das Spiel verhält. So, das Ganze zusammengeschraubt. Testen wir jetzt mal, wie viel Spiel oder wie viel Luft wir hier noch haben. Vielleicht könnten sogar noch 0,1 einmal sein.
würde ich gegebenenfalls einmal ausprobieren. Bedeutet nochmal aufmachen, nochmal eine 0,1er drauf oder die 0,2er durch eine 0,3er einmal ersetzen und dann das Ganze einfach nochmal testen. Wird das Ganze dann aber zu straff, damit es einfach ein bisschen klemmt oder ein bisschen ja, nicht frei läuft, dann müsst ihr das Ganze einmal so lassen. Aber wie gesagt, lieber probiert es aus, so perfekt wie möglich einmal hinzubekommen. Also wie gesagt, wir haben hier oben eine 0,2er, die nehme ich jetzt mal runter und ersetze diese durch eine 0,3er. Also nochmal 0,1 quasi mehr oben drauf. Und nicht wundern, bei diesen Silverline Gears sind es relativ viele Shims, die drauf müssen, denn die Gears sind auch kompatibel zu Crytek und zu G&G. Die haben ein bisschen, oder Crytek und G&G haben ein bisschen schmälere Gears. Und dementsprechend müsste diese Silverline bei normalen V2 Gearboxen oder V3 müsste halt ein kleines bisschen stärker schimmen. Macht aber, wie gesagt, macht keinen Unterschied. Also nicht wundern, wenn da jetzt ein Millimeter Shim drauf ist. Das ist relativ wurscht. So, also jetzt da eben nochmal ersetzt, 0,1 höher. Und wir schrauben das Ganze wieder zusammen und testen es einmal erneut. So, einmal zusammengeschraubt. Gehen wir hier oben vielleicht mal rein. Testen wir so, hier oben rein. Anschucken. Und es läuft einwandfrei. Schön, auch sogar obwohl es nicht geschmiert ist. Kann man, glaube ich, hören oder so. Läuft wunderbar. Lager ist übrigens auch noch nicht geschmiert. Da kommt später ein kleines bisschen Nähmaschinenöl rein. So passt es. Wie gesagt, nochmal 0,1 mehr im zusammengebauten Zustand. Wenn wir auf der einen Seite drücken, kein Spiel mehr vorhanden, 0. Wenn wir das Ganze aber anschucken, ein kleines bisschen, sehr, sehr leichtläufig das Ganze. Und das somit wäre auch einmal das Spurgear einmal perfekt eingeschimmt. Gut Leute, dann einmal Endspurt. Es kommt das letzte Gear. Das ist letztendlich einmal unser Sector Gear. Und das kommt jetzt einmal hier rein. Und wie vorhin schon mal gesagt, dieses muss jetzt entsprechend höher geschimmt werden, wie letztendlich einmal unser Spurgear. Denn ansonsten reibt das Ganze eben auf dem Spurgear, auf der Fläche. Das wollen wir nicht. Bedeutet, wir wollen hier minimalst einen Hauch Abstand von der Höhe einmal erzeugen. So, wir haben jetzt hier unten drunter gelegt eine 0,2er, bedeutet hier sind wir auch bei 0,7 Gesamthöhe und entsprechend müssten wir jetzt einmal das Sector Gear um 0,8 hochschimmen. Müssen wir jetzt uns mal angucken, ich zeige euch mal, wie man das Ganze relativ zügig einmal testen kann. Bedeutet, wir gehen jetzt erstmal her und ich würde jetzt erstmal eine 0,5er unten drunter packen. Warum? Es kommt auch darauf an, wie die Gears einmal von der Fertigung sind. Bedeutet, manche Hersteller fertigen die Gears so, dass wenn alle exakt gleich geschimmt sind, in der exakt gleichen Höhe, dass ihr hier bereits einen Abstand automatisch drin habt. Andere Hersteller machen das eben nicht. Bedeutet, da habt ihr keinen Abstand, sondern das Ganze ist plan und liegt flach auf. Wie gesagt, kommt darauf an, was für ein Gearset ihr einmal habt. Dementsprechend immer erstmal testen bei eurem Gearset, was ihr verwendet. Am besten einmal es Spur mit der Shim natürlich einmal wieder rein, wieder einsetzen. Und dann, wie gesagt, da nehmen wir jetzt hier nur mal eine 0,5er her und setzen unser Sector Gear einmal hier oben drauf. So, und jetzt da könnt ihr nämlich gucken, wenn ihr das Ganze einmal dreht, beziehungsweise einmal von der Seite drauf schaut, dann könnt ihr schon sehen, ob das plan aufliegt oder ob ihr hier ein bisschen einen Freiraum einmal habt. Das werdet ihr auch später einmal sehen, wenn ihr das Ganze schmiert und hier einen hauchdünnen Film einmal aufpinselt auf die Fläche und ihr dreht das Ganze. Dann seht ihr zum Beispiel, wenn es nicht perfekt ist, seht ihr teilweise so leichte Riefen drin oder so ein Muster einmal in der Schmierung. Wie gesagt, es kommt aber darauf an, wie dick ihr einmal die Schmierung auftragt. Wenn ihr da natürlich 0,1 oder 0,2 Schmierung drauf macht, dann bekommt ihr das so oder so einmal rein. Dementsprechend, wie gesagt, am sichersten oder am besten ist es immer, einmal alles runterdrücken und dann hier eben seitlich reingucken und schauen, ob ihr zwischen diesen Gears noch ein kleines bisschen Luft einmal habt. Und final könnt ihr das eben prüfen, wenn ihr das Ganze eben dann einmal zusammenschraubt. So, und das passt sogar sehr gut, muss man sagen. Dementsprechend würde ich jetzt direkt gleich mal so weitermachen. Bedeutet, wir lassen es jetzt einfach mal mit der 0,5er drin. Auch das Spur lasse ich jetzt mal drin. Setze jetzt einmal die zweite Hälfte auf und guck mal hier. Oh weia, da haben wir noch sehr viel Luft. Bedeutet, ich drücke jetzt einmal das Sector Gear nach außen und ihr könnt es hier sehen, an der Stahlaufbuchse, wie weit das Ganze einmal rauskommt. Bedeutet, nochmal aufmachen. Jetzt haben wir unten eine 0,5er und dementsprechend, das müssten auch so um die 0,5 sein. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich noch eine habe. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Dementsprechend nehmen wir jetzt einfach mal eine 0,4er vielleicht. Habe ich noch eine 0,5? Ach, hier ist noch eine 0,5er, guckt mal. Also oben nochmal eine 0,5er einmal drauf.
Und dann testen wir das Ganze eben nochmal. Und auch hier wieder das Ganze im nicht zusammengeschraubten Zustand. So, wird schon einmal besser. Es ist aber immer noch ein Hauchspiel einmal vorhanden. Dementsprechend würde ich jetzt hier mal noch eine 0,1er ganz vorsichtig einmal draufsetzen, dass wir oben quasi 0,6 dann einmal haben. Dann prüfe ich das Ganze eben nochmal. Ja, immer noch ein kleines bisschen Spiel einmal vorhanden, aber das ist sehr, sehr wenig und entsprechend jetzt auch wieder einmal Schrauben rein und das Ganze im zusammengeschraubten Zustand einmal testen. So, Schrauben sind einmal drin und hier jetzt beim Sector Gear habe ich sogar hier oben noch eine Schraube einmal reingemacht, denn das ist eben das Gear, was am höchsten sitzt letztendlich. Bedeutet, ist die Gearbox vielleicht von der Fertigung schlecht, dann könnte es passieren, dass es die beiden Gearbox-Hälften hier oben ein kleines bisschen auseinanderdrückt, minimalst. Und das macht sich eben bei der Schimmung dann einmal bemerkbar. Dementsprechend beim letzten Gear mache ich einfach sämtliche Schrauben in dem Bereich hier einmal rein, damit es wirklich komplett einmal gepresst wird. So, dann testen wir nochmal. Und wir stellen jetzt fest, dass wir jetzt so gut wie gar kein Spiel mehr drin haben. Bedeutet, es sind vielleicht noch 0,02 oder sowas. Also ihr habt keine Chance mehr, hier jetzt ansatzweise noch eine Shim einmal aufzutragen. Wenn ihr kein gutes Augenmaß habt oder wenn ihr das einfach nicht rausfühlen könnt, wie viel Spiel das ist, wie gesagt, dann macht es nochmal auf, macht nochmal eine 0,1er drauf oder ersetzt die eine 0,1er durch eine 0,2er, schraubt es nochmal zusammen und dann testet einfach, dass das Ganze wunderbar und sauber und leichtgängig einmal läuft. Und wie gesagt, bei mir passt es jetzt einmal perfekt. Die drehen auch im nicht geschmierten Zustand wunderbar und absolut kein oder so gut wie gar kein Spiel mehr links und rechts einmal vorhanden. Und hier merkt man es jetzt eben auch, wenn man das Ganze mal dreht, dass eben das Sector Gear nicht auf dem Spur Gear einmal aufliegt. Und dementsprechend herzlichen Glückwunsch, ihr habt das erste Mal in eurem Leben eine Gearbox geschimmt. Kann auch nicht jeder. Muss man aber ganz ehrlich sagen, muss man ein bisschen üben. Nehmt euch die Zeit, am besten Sonntagnachmittag, macht euch die Glotze nebenbei an oder schmeißt irgendein YouTube-Video von irgendeinem Reaper-Adapter irgendwie rein. Nein, kleiner Spaß. Und geht es einfach mal an. Wie gesagt, Schimmung ist unheimlich wichtig und ihr könnt einfach unheimlich viel vom Klang einmal rausbekommen, wenn die Schimmung perfekt einmal passt. So, ich möchte dennoch einen kleinen Punkt jetzt nochmal ansprechen. Das habe ich zwar auch schon öfters mal erwähnt in gewissen Videos. Jetzt aber nochmal ganz, ganz wichtig eben, wenn ihr euer Sector Gear jetzt einmal eingeschimmt habt, dann müsst ihr ebenfalls darauf achten, wenn ihr ein EFCS einmal drin habt. So, EFCS, wisst ihr vielleicht, gibt es unterschiedliche. Es gibt mechanische EFCS-Systeme, Titan, Aster, Perun und es gibt eben auch einmal mechanische Systeme, zum Beispiel Ares, na gut, Ares ist ein Magnetsystem, Begadi Core, ASCU, T238, Novridge, EFCS-System, das sind mechanische Systeme. Und hier müsst ihr ebenfalls aufpassen bei der Schimmung eures Sector Gears. So, bedeutet, wir haben jetzt letztendlich hier unten einen 0,5 mm Shim einmal aufgebracht. Und jetzt müsst ihr eben aufpassen, das kann bei manchen EFCS zu kleinen gewissen Problemen einmal führen. Möchte ich euch kurz erklären. Nehmen wir hier zunächst mal dieses hier ran oder dieses hierher. Das ist das ganz normale Begadi Core, was ihr aus sehr vielen Kniffen einmal kennt. Ganz normales, gutes mechanisches System. Und wir haben hier einmal diesen kleinen Mikrotaster, welcher für den Zyklus einmal da ist. Bedeutet, der muss einfach sauber betätigt werden, damit die Elektronik weiß, wann ein Schusszyklus einmal abgeschlossen ist. So, hier gibt es ein paar Punkte zu beachten. Zunächst mal seht ihr vielleicht, dass auch diese Starllaufbuchse nicht ganz perfekt ist. Bedeutet, die ist vielleicht auch nochmal 0,1 oder 0,2 ein kleines bisschen höher. Es kann aber auch Hersteller geben, wo diese Buchse noch weiter rauskommt. Und wenn ihr dann euer EFCS hier einmal festschraubt, dann kann dieser Mikrotaster von der Buchse oder von der Starllaufbuchse oder vom Kugellager einmal ein bisschen blockiert werden, da das Ganze dann einmal auf der Buchse einmal aufliegt. So, und wenn wir jetzt eben mit 0,5 unterschimmt haben, dann bietet es sich ebenfalls an, auch das EFCS minimalst einen Hauch höher zu setzen, damit wir hier erstmal ein kleines bisschen Abstand zu der Starllaufbuchse generieren und ebenfalls, dass das Ganze eben hier immer noch sauber, wartet mal, ich mache die Shims mal nochmal ganz kurz runter, damit das Ganze hier einfach sauber zum Steuernocken einmal vom Sector Gear einmal passt. Wartet mal, ich mache es mal raus. Vielleicht kann ich es euch so ein bisschen schöner zeigen.
Bedeutet, hier ist euer kleiner Mikrotaster und hier ist einmal der Steuernocken. Und wenn ihr euch das hier auch anschaut, dieser Ausgleich bedeutet, wenn wir jetzt hier ein kleines bisschen höher gehen von der Schimmung, dann kommen wir ein bisschen weiter weg mit dem Nocken von diesem dünnen Taster hier. Wenn wir jetzt aber das EFCS ebenfalls, sage ich mal, um 0,3 ein bisschen weiter weggehen von der Gearbox, dann kommen wir hier wieder ein kleines bisschen näher an den Steuernocken ran. Und das ist einfach wichtig, denn wenn ihr das Sektorgear zu hoch schimmt, nehmen wir mal an, ihr schimmt es mit 0,6 oder 0,7 unten, dann kommt ihr zu weit einmal von dem Taster weg und dann kann es passieren, dass der sich unten drin reinklemmt oder dass er sich einmal abnutzt, da ihr einfach nicht mit der gesamten Fläche von dem Steuernocken einmal auf den kleinen Taster einmal drauf drückt. Entsprechend gehen wir einfach mit dem EFCS minimals ein kleines bisschen höher. Bedeutet, wir nehmen einfach irgendein Blatt Papier, da reißen wir uns einfach so einen ganz kleinen Fetzen einmal raus. So, und den falten wir uns einmal, vielleicht einmal oder eben nochmal. Bedeutet, wir haben jetzt letztendlich 4 Lagen Papier und es sind, wartet mal für alle, die es genau wissen wollen, messen wir es natürlich auch noch raus. Das sind 0,4 mm, also 0,1 pro Schicht. Sehr gut. Also 0,4 mm Papier und das legen wir uns letztendlich einfach nur hier hinten drunter, wo letztendlich die Platine einmal aufhört. Bedeutet, wenn wir jetzt hierher gehen, legen wir uns das hier drunter. Natürlich von dem Loch ein kleines bisschen weg, wir wollen es auch noch festschrauben. Und dann legen wir uns hier einmal unser EFCS rein. So, und dann merkt ihr einfach schon, dass wir hier hinten jetzt mit dem Taster, dass wir hier einfach jetzt ein bisschen höher sind. Jetzt müssen wir natürlich immer noch testen, wenn wir das Ganze jetzt einmal festschrauben, damit es nicht zu hoch ist. Bedeutet, werden wir jetzt zu hoch, dann schleift uns das Sektorgear hier unten oder hier einmal auf der Oberfläche drauf. Das wollen wir natürlich auch nicht. Bedeutet, man muss das Ganze wirklich sehr fein oder sehr sauber miteinander einstellen. Aber wie gesagt, lieber macht man sich die Arbeit, bevor man das Ganze eben vielleicht schlecht konfiguriert oder schlecht kombiniert und man dadurch vielleicht das EFCS kaputt macht. So, und das ist die falsche Schraube, weil die gehört einmal zum Safety Lever. So, jetzt korrekte Schraube einmal gefunden. Dann nehmen wir uns wieder unser Sektorgear her. Und wie gesagt, hier ist jetzt einmal das Papier drunter. Da müsst ihr halt jetzt gucken, wie viel ihr braucht. Meistens langen 2 Lagen oder ihr braucht mal 3 Lagen, je nachdem, wie hoch ihr das Ganze schimmt. Jetzt eben nur wichtig eben, dass wenn ihr das Sektorgear jetzt einsetzt, zunächst mal ebenfalls beim Sektorgear darauf achten, bei mechanischen Systemen, wenn ihr das Ganze jetzt einmal draufsetzt, darauf achten, dass der Steuernocken nach oben zeigt. Dreht ihr das ganze Gear jetzt einmal um, dass der Nocken quasi nach unten zeigen würde, dann kann es passieren, dass ihr mit dem Nocken bei der Installation auf den kleinen Taster drauf drückt. Und auch dann würdet ihr diesen gegebenenfalls einmal kaputt machen. Also, kleine Shim einmal drauf. Ach, vielleicht noch wichtig, genau, oh fuck, das habe ich vorhin vergessen. Noch wichtig, bei mechanischen Systemen, schaut, dass ihr am Sektorgear unten dünne Shims verwendet, beziehungsweise, warte, ich zeige es euch mal, das ist jetzt die Shim, was ich unten habe, die 05er. Jetzt lege ich euch mal eine 04er daneben und ihr seht, dass die vom Außendurchmesser unterschiedlich sind. Bedeutet die, keine Ahnung, die vielleicht 6 mm, die 7 mm. So, und beim Sektorgear, bei einem mechanischen System, nehmt ihr dünne Shims mit 6 mm, glaube ich. Und wie gesagt, das ist wichtig, denn ihr seht zum Beispiel, wenn wir die Shim hier einmal drauflegen, dann seht ihr, dass die Shim ganz knapp bereits an diesem kleinen Mikrotaster einmal anliegt. Verwendet ihr hier unten Shimscheiben mit einem größeren Durchmesser, dann würde die Shimscheibe bereits einmal gegen den Taster drücken. Dementsprechend unten unbedingt bei mechanischen Systemen dünne Shims verwenden. So, und wie gesagt, richtig aufpassen, dass es richtig ausrichtet, damit ihr den Taster nicht kaputt macht. Setzen wir einmal drauf. Und jetzt drehen wir mal vorsichtig und schauen, dass wir jetzt eben nicht an dieser Platine einmal reiben, beziehungsweise an dem Taster. Und wenn ihr gutes Augenmaß habt, könnt ihr auch von oben einmal reinschauen. Da sieht man das wirklich super, ob es jetzt anliegt oder ob es nicht anliegt. Und ich habe hier locker noch, bestimmt noch 0,4 Luft einmal. Also so ist es in Ordnung. Wie gesagt, hier eben aufpassen bei mechanischen Systemen, dass ihr eben, wenn ihr unten hoch schimmt oder zu hoch schimmt, dass ihr ebenfalls das EFCS entsprechend der Schimmung einmal unterlegen müsst oder unterfüttern müsst, damit es auch hier hinten minimal ein ganz, ganz kleines bisschen höher kommt. Und wie gesagt, natürlich auch der Taster muss richtig schön leichtgängig einmal laufen. Und auch hier nochmal der Punkt, wiederhole ich ebenfalls nochmal für Einsteiger, bei mechanischen Systemen mit so einem kleinen Mikrotaster aufpassen, dass ihr das Sektorgear beim Prüfen oder beim Kontrollieren
immer in Schussrichtung dreht, also quasi immer gegen den Uhrzeigersinn, niemals andersrum. Denn diese Mikrotaster können nur in eine Richtung. Bedeutet, wenn ihr hier hinten dagegen drückt, kann der Taster sich nicht bewegen. Und wenn ihr es auf der anderen Seite euch schaut, da kann er federn. Und wenn ihr das eben andersrum dreht, das Sektorgier, dann kann es passieren, dass ihr mit dem Steuernocken da hinten drauf fahrt und dann brecht ihr den Taster ab. Dann ist das EFCS kaputt. Oder ihr lötet einen neuen Taster rein. Viel Spaß dabei. Also, wie gesagt, bei mechanischen Systemen beachten und ebenfalls bei optischen Systemen ganz wichtig, zum Beispiel beim Gate Titan, müsst ihr ebenfalls aufpassen, wenn ihr jetzt dann später einmal schmiert, dass ihr eben nicht die Zähne vom Sektorgier einmal schmiert. Bedeutet, diese Zähne, welche in den Pisten einmal reingreifen, die solltet ihr einmal trocken lassen oder nur wirklich ganz, ganz minimal schimmen. Denn sobald sich hier einmal außen oder unten irgendwo ein Fettbolle einmal sammelt, dann kann das Titan damit einmal Probleme haben. Denn dann funktioniert einmal der Lichtsensor, der hier einmal durchgeht und die Zähne zählt, funktioniert dann nicht mehr. Wie gesagt, sollte es beim Titan Probleme geben, liegt es häufig einmal an der Schmierung oder an der Fettung vom Sektorgier. So, und auch bei einem Perun zum Beispiel oder bei einem Aster, welche ebenfalls über Lichtschranke funktionieren, aber eben unten abgenommen werden über den Steuernocken. Auch da müsst ihr aufpassen, wenn ihr sehr hoch schimmt, dass ihr ebenfalls das Aster oder das Perun ein kleines bisschen ausgleicht. Wie gesagt, 1-2 Lagen Papier. Ist aber wirklich nur relevant, wenn ihr wirklich sehr hoch schimmt. Also ab 0,7 mm müsst ihr ebenfalls das Aster einmal angleichen oder ausgleichen. So Leute, jetzt sind wir aber durch. Das soll es gewesen sein. Thema Schimmung. Zum Schmieren könnt ihr letztendlich verwenden, was ihr wollt. Ob ihr jetzt irgendein Fett verwendet, einmal auf Teflon-Basis, ob ihr ein Fett verwendet, einmal auf Keramikbasis oder auf Graphitbasis. Das ist dann letztendlich euch überlassen. Silikonöl oder Silikonfett würde ich bei Gears definitiv nie verwenden. Das erzeugt keine Schmierung, sondern es drückt es einfach bloß weg vom Material. Am besten ist PTFE oder halt dieses Keramikzeug, das ist auch in Ordnung. Graphit wäre an sich auch ein gutes Schmiermittel, aber bei Graphit habt ihr immer das Problem, dass es nach einer Zeit aushärtet oder so spröde wird. Bedeutet, wenn ihr da mal nach einem Jahr oder nach 2 Jahren mal die Knifte aufmacht, habt ihr erstens mal überall diese Graphit-Schmiergelumpe da überall drin hängen, dieses schwarze Gelumpe. Und das wird, wie gesagt, das kann teilweise sehr hart werden. Das müsst ihr dann wirklich mit dem Schraubendreher einmal rauskratzen, dass es eben aushärten kann. Wenn ihr öfters eine Wartung macht, sage ich mal jedes Jahr, dann könnt ihr natürlich auch einmal Graphit verwenden. Aber wie gesagt, auch hier sehr sparsam einmal sein. Wenn wir gerade schon beim Thema Schmieren sind, vielleicht jetzt wirklich der letzte Punkt für Kugellager. Wenn ihr jetzt Kugellager einmal drin habt und normalerweise sind die von Haus aus schon einmal geölt, ist das nicht der Fall oder ihr wollt das Ganze nachschmieren, dann bietet es sich bei Kugellagern wie auch bei Axiallagern an, einmal so ein Trockenschmiermittel zu verwenden, zum Beispiel so ein Dry Fluid. Denn das ist wichtig, damit es einfach kein Dreck und kein Schmutz einmal ins Lager reinzieht. Nehmt ihr hier normales Öl, gut, ich verwende auch meistens Nähmaschinenöl oder sowas, das funktioniert auch. Aber ihr werdet dann einfach sehen, nach einem Jahr zum Beispiel, dass sich einfach im Lager oder hier außen so ein richtig schöner Schmand einmal bildet. Das müsst ihr dann einmal wegkratzen. Wie gesagt, habt ihr zufällig so ein Dry Fluid, so ein Trockenschmiermittel zu Hause, eignet sich für Kugellager, gerade in dieser Größe wirklich hervorragend. Gut Leute, das soll es gewesen sein, Thema Schimmung. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert, gerade wenn man so ein Shimming vielleicht mal 2-3 Mal macht. Irgendwann hat man einfach einen Dreh raus, da kann man auch besser einschätzen, wie hoch ist es ungefähr, wie viel fehlt noch. Wie gesagt, am Anfang, wenn ihr das erste Mal macht, nehmt euch einfach die Zeit, arbeitet es sauber und vor allem besorgt euch die korrekten Schimmscheiben. Also wenn ihr jetzt nur 0,2 mm Shimms habt oder 0,3 mm, da könnt ihr nicht wirklich sauber schimmen damit. Also schaut, dass ihr wirklich alle nötigen Größen einmal da habt, 0,5er, 0,3er und vielleicht 0,1er oder 0,2 und 0,1er, damit ihr einfach auch auf 0,1 genau schimmen könnt. Wenn ihr noch ein bisschen krasser sein wollt, dann gebt ihr bei Google einmal ein Passscheibe 3 mm mal 0,15 mm und dann könnt ihr auch auf 0,05 mm genau schimmen. Kann man auch machen, aber solche Schimmscheiben bekommt ihr eben nur im Industriebereich und nicht in irgendwelchen Airsoft-Shops. Gibt es halt leider nicht.
Aber wie gesagt, Shimming ist eigentlich nicht viel dabei. Man muss es halt einmal sauber machen und dann, ja, und dann irgendwann macht man das sehr, sehr schnell oder geht es einfach deutlich schneller. So, ich hoffe, ich konnte euch damit einmal weiterhelfen. Habt ihr noch weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid. Kommentarfeld einmal nutzen. Hat euch das Video gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich wie immer mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein!